Ich bin an einem Ort, den auch die New York Times als einen Place to Travel ausgezeichnet hat. Wow! Meine Mutter sagt, echt, wirklich Wahnsinn. Meine Frau sagt, wow. Meine Tochter sagt, oh Mann, da will ich auch hin. Ich bin in Elbflorenz in Dresden. Und ich darf heute ins Grüne Gewölbe. Ich darf ins Schloss, ich darf in die Frauenkirche. Ich darf ins Militärhistorische Museum zu den Kruzianern und gehe an all diesen Orten einer Frage nach. Was macht ihn aus? Den Mythos Dresden. Ein Keil zerschneidet das Arsenal des Militärhistorischen Museums. Der Stachel wird zum Zeichen von Krieg und Schmerz. Er zeigt die Abwurfstelle der ersten Markierungsbomben auf Dresden. Am Faschingsdienstag 1945 ergießt sich ein flammendes Inferno über Dresden. Es ist der Untergang der einstigen Kunstmetropole, der Perle Elbflorenz. Alle Uhren stehen still zur Stunde Null. Dieses traumatische Ereignis hat sich in das Gedächtnis der Überlebenden eingebrannt und lässt die Nachgeborenen bis heute nicht los. Es prägt unsere Erinnerungskultur und stellt immer wieder Fragen. Im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr suche ich Antworten und treffe den Militärhistoriker Jens Wehner. Was sagt denn jetzt der Militärhistoriker dazu? Man könnte ja sagen, der Krieg ist eigentlich fast schon vorbei. Das ist 45, geht nicht mehr lang. War es notwendig? Man muss den Kontext sehen. Die Amerikaner und die Briten sind 1945 sehr besorgt über die militärische Lage. Eisenhower, später US-Präsident, schreibt in sein Tagebuch, wir können den Krieg noch verlieren. Aus heutiger Sicht sehr unglaubwürdig, sage ich mal, aber so war damals die Lageeinschätzung. Die Sowjetunion macht eine Riesenoffensive im Westen, zerschlägt ganze deutsche Armeen binnen Wochen. Und Amerikaner und Briten sehen sich so ein bisschen im Handlungszwang, auch was zu tun. Ich sage das mal so, ne? Man war da diplomatisch so ein bisschen in der Hinterhand. Und das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, wir bombardieren einfach das Hinterland der deutschen Ostfront, besonders die Verkehrszentren, die großen Städte, die wir noch nicht bombardiert haben. Und da war Dresden natürlich auf der Liste. Nun gibt es ja nicht wenige, die sagen, Mensch, Dresden, Kulturstadt, Kunststadt, das ist ein Kriegsverbrechen. Gab es auch damals schon. Gab es auch damals schon, auch in Großbritannien, die das gesagt haben. Gibt es unterschiedliche Meinungen. Habe Völkerrechtsprofessoren erlebt, die sagen, das war ein Kriegsverbrechen. Habe Völkerrechtsprofessoren erlebt, die das sagen, das war es nicht. Tendenziell muss man aber eher sagen, es war wahrscheinlich eins. Wenn man auf die Opfer schaut, wie viele sind es denn am Ende dann gewesen in dieser einen Nacht? Ja, wir hatten ja die Dresdner Historikerkommission und die hat sich alle 3 Angriffe angeguckt. Es waren ja 3 Angriffe, dieser große britische Angriff in der Nacht und die 2 Tagesangriffe der Amerikaner. Da kann man die Opfer nicht so ganz unterscheiden, aber man muss schon sagen, es sind 25.000. Das ist das, was die Kommission ermittelt hat und das ist auch das, was damals in den Polizeiberichten stand. Alle anderen Zahlen, dafür gibt es eigentlich keinerlei Grundlage. Und höhere Zahlen, wer das sagt, hat eigentlich keine Ahnung von den Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs, weil mit 25.000 Toten bei der abgeworfenen Bombenmenge ist Dresden schon in der absoluten Spitze. Also dann noch höhere Zahlen anzunehmen, das wäre eigentlich eine Schätzung, die man dann sehr gut begründen müsste. Und wie gesagt, ich habe noch keine überzeugenden Indizien auch nur dafür gesehen. Wir gehen mal von diesen Exponaten hier weg und kommen zum Kontext Liebeskind. Es kommt mir die ganze Zeit vor, als wenn die Schieflage in der Thematik sich auch im Fußboden dokumentiert. Stehen wir wirklich schief oder kommt es mir nur so vor? Wir stehen schief. Wir stehen schief? Wir stehen schief. Ich dachte schon, ich habe einen Knall. Ja, das ist ja auch sehr gut, weil natürlich der Keil präsentiert was Modernes, Brachiales, das sich durch dieses alte Gebäude fräst, kann man regelrecht sagen. Es gibt keine offizielle Interpretation. Es ist quasi wie ein Kunstwerk. Jeder kann sich seinen Teil dazu denken und sollte das bitte auch tun. Aber man muss sagen, Militär, Krieg verunsichert natürlich auch, schafft Schieflagen, bedenkliche Schieflagen, moralischer Art, wirtschaftlicher Art, viel Not, Elend, Tod und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was Liebeskind hier auch uns zeigen wollte, was Krieg eben auch mit den Menschen macht. Es schafft Schieflagen. Es ist nicht alles gerade, klar und eindeutig in diesen Kriegen. Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Wird gesagt, genau. Aber man muss vielleicht korrigieren, sie stirbt eigentlich schon vorher, sonst wären manche Kriege vielleicht gar nicht notwendig.
Das Museum stellt die Frage nach den Ursachen und Folgen von Krieg und Gewalt. Es versteht sich als Forum für den Diskurs über die Rolle von Krieg und Militär. 10.000 Exponate machen die Kulturgeschichte der Gewalt erlebbar. Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden ist eines der modernsten und größten Geschichtsmuseen in Europa und absolut sehenswert. Der Entwurf des amerikanischen Star-Architekten Daniel Libeskind ist selbst das größte Exponat des Museums. Libeskind treibt einen Keil in das historische Arsenal, dessen Spitze in die verwundete Innenstadt weist. Hier steht die Kreuzkirche, in der Peter Franke als Kruzianer sang. Er hat den Angriff am 13. Februar 1945 miterlebt. Viele Kruzianer kamen dabei ums Leben. Seine Erinnerungen sind so wach wie einst. Meine Kreuzchorgeschichte ging quasi im September 1944 los mit einem Vorsingen beim Kreuzkantor, ob man überhaupt geeignet ist. Anschließend dann ein Vorbereitungsunterricht, der in der Alten Kreuzschule stattfand, so 1- bis 2-mal wöchentlich. Und am 13. Februar war natürlich alles Schluss. Ein Jahr nach dem Angriff erlebt der Kruzianer Peter Franke die Trauermotette »Wie liegt die Stadt so wüst« von Rudolf Mauersberger. Ein Hoffnungsschimmer. Diese erste Gedenkvesper war hier in der Kreuzkirche am 4. August 1945. Und Mauersberger hatte ja diesen Trauerhymnus »Wie liegt die Stadt so wüst« komponiert, extra auf seine Eindrücke über die Zerstörung. Das Requiem gehört seitdem zum festen Programm der Kruzianer. An diesem Tag der Uraufführung sollen ca. 2000 Zuhörer hier gewesen sein. Und diese Trauermotette, die spielte auf allen Konzertreisen, die wir in den nächsten Jahren gemacht haben, eine so große Rolle. Das wurde überall entweder gleich ins Programm aufgenommen oder es wurde dann extra gewünscht von den Veranstaltern. Ich könnte es heute noch auswendig singen. Die Kruzianer-Generation nach Peter Franke hat neben der Musik noch eine andere Leidenschaft: Fußball. Da kommt man zum Kruzianern und denkt, okay, wir singen vielleicht eine Runde zusammen oder sowas, aber dann kicken wir hier. Finde ich großartig. Verhältnis von Singen zu Sport bei euch? Wir spielen 4-5 Mal in der Woche Fußball und wir singen jeden Tag. Ihr erlebt ja hier so ein Leben, was schon irgendwie sehr starken Regeln unterworfen ist. Ne? Also andere gehen da, was weiß ich, sonst wohin und daddeln am Telefon rum und ihr habt aber einen ziemlich heftigen Ablauf, ne? Mit Proben und was weiß ich nicht noch. Warum ist es trotzdem fantastisch, Kruzianer zu sein? Es macht einfach Spaß zu singen und ich meine im Endeffekt dieser strukturierte Alltag, der hilft dir auch später im Leben. Also du bist einfach organisiert, du musst dich selbst strukturieren und es macht so viel Spaß einfach zu singen hier im Chor. Von daher, die Gemeinschaft ist auch toll, also du bist auch immer zusammen, es ist wie so eine zweite Familie, würde ich manchmal fast sagen. Hört ja keiner zu? Was nervt denn manchmal so ein bisschen dran, Kruzianer zu sein? Also manchmal sind die Chorproben, wenn man was zu lernen hat oder so und dann muss man noch zu einer Chorprobe, kann das manchmal schon sehr anstrengend sein, aber so im Allgemeinen macht es trotzdem viel Spaß. Jungs, waren wir ein Fest. Gerade eben habe ich noch am Tor vorbeigeschossen. Jetzt lande ich einen Volltreffer. Denn ich bin verabredet mit einem Mann, der einfach immer gut ist für den richtigen Ton. Kreuzkantor Martin Lehmann. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich habe gerade mit den Kruzianern Fußball gespielt. Sind Sie noch außer Atem? Ein bisschen. Ich weiß, Sie waren auch Kruzianer, so 1980. Wann haben Sie das letzte Mal Fußball gespielt? Das ist noch gar nicht so lange her. Wir waren auf Chorfahrt und da habe ich so ein bisschen mal mitgepölt. Ja. Wie fühlt es sich denn an, wenn man früher Kruzianer war und jetzt Kreuzkantor? Bestimmt ein ganz tolles, erhebendes Gefühl, oder? Ja, das ist natürlich schön, aber es ist auch insofern natürlich interessant, weil klar, man kennt den Betrieb eben als Chorsänger von innen. Und jetzt habe ich eher natürlich eine andere Position und eine andere Draufsicht. Aber es ist gut zu wissen, wie sich das anfühlt, eben Sänger in diesem Chor zu sein.
Wir spüren ja in dieser Sendung dem Mythos Dresden nach. Gibt es den für Sie? Und wie drückt er sich aus? Ich glaube, den gibt es in jedem Fall. Also diese Leidenschaft, eben auch Musik selber zu machen oder Musik zu hören, das ist, glaube ich, schon ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen Städten. Also zum Beispiel, es ist für uns als Kreuzchor wunderbar zu erleben, dass wir eben bei Weihnachtsliederabend, bei Weihnachtsoratorium, bei Stadionkonzert, alles, was wir in den letzten Wochen gerade eben an Auftritten hatten, fast ausschließlich vor ausverkauftem Haus gemacht haben. Das ist ungewöhnlich in dieser auch Quantität an Menschen, die eben zu uns strömen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns immer wieder fragen, erreichen wir die Generation, die heranwächst? Wie können wir in unserem Metier als Knabenchor eben uns modern, zeitgemäß aufstellen und wie können wir ausstrahlen, sodass Jungs sagen, hey, es ist doch super, hier mitzusingen. Dresden, das ist sie eben, diese Residenzstadt, altehrwürdig, ne? Überall Rocker, Prunk und Protz. Die Semperoper, der Zwinger oder auch das Dresdner Residenzschloss. Das kenne ich als Kind nur als ziemlich runtergekommene Ruine, aber die wenigsten wissen, seit ein paar Jahren zieht da neuer Glanz ein. Oder man könnte auch sagen, alter Glanz. In rauschende Feste von einst stimmt mich der Ballsaal ein. In der Schatzkammer August des Starken funkeln Diamanten, Bergkristalle und Gold um die Wette, dazu Meisterwerke der Goldschmiedekunst im grünen Gewölbe. Schon 1724 sollen diese Räume für ein exklusives Publikum zugänglich gewesen sein, auf Wunsch des Königs nur mit sauberer Kleidung. Heute hinterfragen manche Besucher die Herkunft der Objekte, weiß der Direktor des Grünen Gewölbes, Marius Winzeler. Heute sind es sicherlich auch gerade im Grünen Gewölbe durchaus Fragen, wenn wir diese weltweiten Beziehungen betrachten, auch von Kolonialismus oder indirekten Dingen, die damit zusammenhängen. Woher kommen denn alle diese wunderbaren Werke und auch die Objekte, die aus der Natur stammen? Woher stammen diese Straußeneier? Woher stammen die Nautilusmuscheln? Woher kam das Elfenbein und wie kam es hierher? Das sind Fragen, die heute besonders interessant und wichtig sind. Die Kunstfertigkeit, der Prunk und diese Opulenz der Objekte begeistern ungebrochen Besucher aus aller Welt. Und Marius Winzeler weiß, was so manches Objekt besonders adelt. Humor. Er machte schon damals das Leben reicher. Der Obeliscus Augustalis ist ein ganz besonderes Denkmal für August den Starken, der hier sich wirklich den Traum des Königs realisieren konnte. Es ist eigentlich auch ein sehr originelles Objekt, denn wenn Sie hier schauen, es kommen hier Menschen aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Weltgegenden, die gewissermaßen ihm huldigen. Und von so viel Huld sind aber einige auch schon völlig erschöpft. Die sitzen hier auf den Stufen dieses Obeliscus Augustalis und müssen sich erst einmal etwas ausruhen. Also Johann Melchior Dinglinger und seine Brüder, die dieses Werk geschaffen haben, haben auch Sinn für Humor bewiesen. Die Rüstkammer im Dresdner Residenzschloss zeigt die Prunkwaffen- und Kostümsammlung aus dem Besitz der sächsischen Herzöge und Kurfürsten. Gleich 5 Museen könnte ich bei einem Besuch in den altehrwürdigen Mauern genießen. Kaum zu glauben, dass das Schloss in den 1980er Jahren noch nicht wieder aufgebaut war. Also als ich die ersten Male in Dresden war, da war das Schloss noch eine schwarze Ruine. Dadurch, dass diese Ruine mitten in der Stadt stand, war es natürlich schon fast unvorstellbar, dass sie dereinst wieder zu neuem Leben erweckt werden kann. Durch diese Brüche der Geschichte, denke ich, hat sich sozusagen diese Wirkung dieses Mythos auch noch verstärkt. Semperoper. Das heißt Glanz und Gloria. Stars und Sternchen geben sich nicht nur beim Opernball die Klinke in die Hand. Hier singt die Creme de la Creme der Weltstars. Doch das überrascht mich jetzt wirklich.
Neben den Künstlern des weltberühmten Staatsopernchores dürfen Laien auf der Bühne mitsingen. Hier treffe ich Verona Ballac vom Sinfoniechor, in dem engagierte Amateure die Profis vom Hauschor unterstützen. Vielen Dank. Ist es nicht schön, was hier alles so Ja, und mit solchen kleinen Dingen, die natürlich alle nicht ganz echt sind, entsteht das erste Stückchen von dem, was es so besonders macht. Die Illusion, ne? Die Illusion. So, einmal hinein in die Stube. Oh Mensch, das ist ja toll. Wie lange sitzt du denn dann so zum Teil so in der Maske? Na, manchmal musst du 2,5 Stunden, bevor es losgeht, überhaupt am Abend das Stück schon da sein. Du hast ja mit vielen schon auf der Bühne gestanden. Mit wem denn zum Beispiel? Placido Domingo, René Collo. Nicht dein Ernst. Na doch, natürlich. Auch mit Gunther Emmerlich. Oh ja, ist leider nicht mehr, gerade vor aber haben wir kurzem auch einiges gehabt. Mit den alten Größen wie Theo Adam. Bei uns im Chor sind wir wirklich fast alle berufstätig. Wir haben vom Studenten über den Erzieher, den Lehrer, Hochschuldozenten, Ärzte. Die Oper Aida würde ich vielleicht gerne mal mitsingen. So, Verona, jetzt mal Hand aufs Herz. Also, wenn so ein Duschkabinensänger wie ich jetzt wirklich Lust hat, da mitzumachen, geht das? Na, erstmal muss er sich bewerben bei uns. Ja. Und es wäre schon toll, wenn die Stimme ein bisschen Ausbildung genossen hat. Das klingt doch nicht schlecht. Macht der Raum. Ja, und alles andere, glaube ich, sagte dann der Herr Kellinghaus, denn bei dem müsstest du vorsingen. Oh, Hallo, Herr Kellinghaus. grüße Sie. Guten Tag. Guten Tag. Herr Kellinghaus, Sie sind ja nun wirklich der Chorleiter dieses weltberühmten Opernchors. Warum braucht man dann eigentlich noch einen Sinfoniechor? Der Sinfoniechor hat schon eine wichtige Bedeutung. Und zwar, es gibt dennoch Produktionen, die großformatig sind und die einen noch größeren Chor erfordern, als wir hier an Stellen haben. Ich kann übrigens nicht vom Blatt singen. Ist das ein Problem? Ich kann auch jetzt nicht aus dem Stegreif irgendwas begleiten. Also Das ist doch hervorragend. Habe ich genau die zwei richtigen gefunden. Also. Genau. Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab, dem sterbend seine Buhle einen goldenen Becher gab. Ist schon Oh, Sie haben schon so tief geatmet. Hier so, ein guter Anfang. Ein Versuch wäre es wert, auf jeden Fall. Hervorragend. Mensch, Kommen Sie zur Schnupperprobe. ich komme zur Schnupperprobe. Genau. So verbleiben wir. Vielen Alles lieben klar. Dank. Gut. Und ich verspreche, ich übe. Das tun Sie mal. Danke. Alles klar, Tschüss. tschüss. Dresden ein Wintermärchen. Hinter mir die Gemäldegalerie Alte Meister. Und da hängt er drin, der Canaletto-Blick. Und auch die berühmte Sixtinische Madonna. Nicht in Rom oder Paris, sondern in der sächsischen Residenzstadt Dresden, in der Gemäldegalerie Alte Meister, kann man die Sixtinische Madonna bestaunen. Oberkonservatorin Uta Neithardt kümmert sich seit über 30 Jahren um die Gemälde. Sie forscht, publiziert und kuratiert Ausstellungen. Den weltberühmten Kunstwerken tritt sie mit Ehrfurcht entgegen. Wenn ich an einem Schließtag in die Gemäldegalerie gehe und quasi alle Bilder für mich alleine habe, dann ist das ein unglaublich schönes Gefühl. Dann trete ich manchmal an ein Bild näher heran, fasse es auch mal an, ganz vorsichtig, was sonst niemand darf, und schaue mir Details an oder genieße eine bestimmte Stelle eines Bildes. Es ist nach wie vor ein ganz großartiges Gefühl. Manche Bilder steckten voller Geschichten, wie ich von Uta Neithardt erfahre. Rubens Kunstwerk, die Alte mit dem Kohlebecken zum Beispiel. Wir wissen aber von Forschungen, die wir angestellt haben, dass das hier nur ein Drittel einer viel größeren Komposition war. Rubens hatte ursprünglich ein dreimal so großes Werk herstellen lassen, mit Hilfe seiner Schüler und seiner Werkstattmitarbeiter. Und später hat ein geschäftstüchtiger Kunsthändler aus Antwerpen das Bild durchgesägt. Er hat dann aus diesem einen Bild zwei gemacht, hat auf der linken Seite so ein paar Ergänzungen selbst vorgenommen und hat dann diesen linken Teil an August den Starken verkauft. In Dresden hängen auch zwei Bilder von Vermeer. Das brieflesende Mädchen am offenen Fenster wurde restauriert und umfangreich erforscht. Spektakuläres kommt dabei vermehrt ans Tageslicht. Bei dieser Restaurierung wurde ein Gemälde freigelegt, das als Bild im Bild quasi hier zu sehen ist. Das ist ein Liebesgott. Und er ist also eine Art inhaltlicher Wegweiser für uns Betrachter. Wir wissen jetzt, es geht um einen Liebesbrief.
Also eine wirkliche spektakuläre Entdeckung. Die Gemäldegalerie Alte Meister ist die bekannteste, beliebteste und meistbesuchte Sammlung der Residenzstadt und das Herzstück der Ausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmen die Russen die Bilder als Kriegsbeute und lagern sie in Depots in der Sowjetunion. 1955 bringen sie einen Großteil der Kunstwerke wieder. Bis heute finden noch einzelne verschollene Gemälde den Weg zurück in die Dresdner Kunstsammlungen. Diese Werke kommen nach und nach zurück. Wir suchen sie. Und in diesem Zusammenhang sind auch im letzten Jahr 3 Werke wieder zur Gemäldegalerie Alte Meister zurückgekehrt. Ich komme mir gerade so vor, als wäre ich Bestandteil eines Bildes. Ich stehe auf einem der Wahrzeichen Dresdens, auf der Frauenkirche, und wenn man sich das anschaut, schöner geht's eigentlich nicht. Ich bin hier oben aber nicht alleine. Ich bin verabredet mit Thomas Gottschlich und mit diesem Namen muss man was mit Kirche zu tun haben. Er ist Stiftungsarchitekt der Frauenkirche. Herr Gottschlich, ich kann mich daran erinnern, als ich als kleiner Junge in Dresden gewesen bin, habe ich vor den Ruinen der Frauenkirche gestanden und habe immer gedacht, wie kann das sein, mitten in der Stadt so eine Ruine. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es irgendwann zu altem Glanz zurückfindet. Hat's aber. Können Sie das beschreiben, welche Gründe sich am Ende durchgesetzt haben für den Wiederaufbau? Also ich denke mal, wenn man eben ein Mahnmal hat, dann bezieht man sich ja immer auf das Datum, wann dieses Gebäude oder dieser Platz zum Mahnmal geworden ist. Damit ist es eigentlich immer ein rückbezügliches Denken. Wenn Sie das Gebäude neu aufbauen, dann ermöglichen Sie auch modernes, heutiges Leben an einer historischen Stätte. Und dass das natürlich dann letztendlich zukunftsgerichteter ist, das unterstütze ich nach wie vor so. Das Wahrzeichen Dresdens will Frieden und Versöhnung in die Welt tragen, auch musikalisch. Frauenkirchenkantor Matthias Grünert bringt die Königin der Instrumente virtuos zum Klingen. Er komponiert, leitet 2 Chöre und ist musikalischer Botschafter der Frauenkirche, beflügelt von einem Engel. Das Leben in der Frauenkirche ist sehr vielfältig und wir tragen natürlich viele Botschaften aus der Frauenkirche heraus. Es ist ja nicht nur die Musik, sondern es sind die vielen, vielen Menschen, die sich hier unter der Kuppel finden, Begegnungen entstehen, Kontakte entstehen und das dann wieder in die Welt ausstrahlt. Ich denke, das ist schon der Mythos. Wenn man es ablesen kann, dann vielleicht um die Kirche herum ein Stadtzentrum, was neu entsteht, komplett neu gebaut wird und aber auch in diesen Neubauten sich doch das Leben auch wieder zurückfindet. Was besonders berührend ist, wenn ich in die Frauenkirche gehe und hier oben auf der Orgelempore sitzen möchte, ich muss dann eine Treppe gehen, die hat die Zerstörung überstanden. Und diese Treppe hat Johann Sebastian Bach auch schon benutzt, um an die Orgel hochzugehen. Das war am 1. Dezember 1736. Und wenn man als Organist dann in diesen Fußstapfen quasi, die noch so spürbar sind, hochgeht, das ist ein besonderes Gefühl einfach. Ja. Und das macht die Frauenkirche eben auch aus, dass sie noch Geschichte atmet. Das Nagelkreuz von Coventry wird am symbolträchtigen 13. Februar 2005, 60 Jahre nach der Zerstörung Dresdens, als Zeichen der Versöhnung überreicht. Herr Gottschlich, Friede sei mit euch. Das ist der Gruß, der allen Besuchenden der Frauenkirche mit auf den Weg gegeben wird. Und wir stehen jetzt nicht ganz zufällig hier an diesem Kreuz. Was hat es mit dem auf sich? Das ist das historische Kreuz, was oben auf der Frauenkirche seit 1743 stand, was im Trümmerberg 1993 gefunden wurde. Ja, das neue Kreuz ist originalgetreu wieder aufgebaut worden. Die Planung wurde bei uns in Dresden gemacht und die Ausführung allerdings in London. Von einem Silberschmied, der selbst ein Sohn eines englischen Bomberpiloten war. Also, und der Vater ist die Angriffe auf Dresden mitgeflogen und sein Sohn hat als Zeichen der Versöhnung dieses große Kreuz aus Kupfer und Vergoldung und so weiter eigenhändig hergestellt. Den Herzschlag Dresdens spüre ich in einer Inszenierung aus 360-Grad-Bildern, zusammengefügt zu einem riesigen Panoramabild im Panometer. Zu sehen ist die sächsische Metropole in der Blüte ihrer barocken architektonischen Pracht, erdacht von dem Künstler Jadegar Assisi, der sein Herz an Dresden verloren hat.
Er lebt und arbeitet in Berlin, studierte in Dresden Architektur und manche sehen ihn ein bisschen als Meisterschüler Canalettos. Tatsächlich ist es so, dass man, wenn man die Stadt verstehen will, hier ganz wesentliche Anregungen dafür empfangen kann. Weil man sieht einfach, wie dieser Stadtorganismus und auch diese Kulturmetropole, wie sie entstanden ist, wo sie ihre Impulse empfangen hat, wie sie gewachsen ist. Und das ist eben ganz direkt erlebbar im Panoramagemälde, weil man eben sich in einer Welt 360 Grad bewegt und eintaucht, weil man selber aber auch bestimmt, wie man durch dieses Panorama durchgeht. Derzeit ist im Panometer Amazonien zu sehen, ein neues Panoramabild von Jadegar Assisi. Neuer Glanz zieht auch gerade wieder ins Taschenberg-Palais ein. Erst 1995 als Luxushotel wieder aufgebaut, erhält es gerade ein Facelift. Hier treffe ich den Direktor des Hauses, Martin Schwass. Dass gearbeitet wird, hört man auch im Hintergrund. Und ich bin natürlich ganz neugierig auf so ein paar Orte, die Sie mir jetzt zeigen können. Die ersten Wände sind schon fertig gestaltet, die Lampen sind schon da. Den Teppich sieht man leider noch nicht so, der wird auch wunderschön, aber ist natürlich alles noch abgedeckt, weil... Wie viele Zimmer gibt es denn hier? 211. Freistehende Badewanne und meine Dusche, das finde ich so genial. Ja. Weißt du, da hat man mal Platz. Geht das Wasser steht schon? Man, nee, lass also, hier eine kleine Extreme, was heißt eine kleine? Ich bin sogar ja, hier sind unsere Saunen, Dampfbad. Was machen wir? Die kleine Bad zum Relaxen. Ich war mit dem Direktor im Pool. Aber sowas von, oder? Und hab die Klamotten angelassen. Ja, ich auch. Können Sie mir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Berühmtheiten hier schon Platz genommen haben? Na, selbstverständlich. Also es gibt so ein paar Gäste, die wissen Sie, da darf man nicht darüber sprechen. Aber Wen denn zum Beispiel? Meine persönlichen Highlights war Semper Opernball vor ein paar Jahren, Königin Silvia. Absolut fantastisch. Barack Obama durften wir begrüßen, sensationell. Harry Belafonte. Wir hatten mal eine Konferenz und oben ging auf einmal das Piano an. Und ich habe gesagt, wer spielt denn da draußen? Bin rausgerannt, wer saß lang. 120, eine Suite, hereinspaziert. Hallo. Hallo, hier wird gearbeitet, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was liebt denn der Franke an Dresden so sehr? Oh, das ist eine gute Frage, die hätte mir noch keiner gestellt. Aber ich bin seit über 10 Jahren hier. Ich glaube, das spricht alleine schon für sich, weil ich bin eigentlich normalerweise ein Hotelier, der kreuz und quer durch die Welt gereist ist, war in vielen, vielen Orten und Dresden hat mich fasziniert. In erster Linie muss ich wirklich sagen, die Menschen, ganz klar, die Kultur, die Stadt, die Atmosphäre, die man hier hat, also es ist schon wirklich fantastisch. Das Palais-Restaurant im Kempinski ist schon neu eröffnet und als Genussmensch möchte ich das natürlich auch gleich mal testen. Sieht lecker aus. Ein Traum. Vielen lieben Dank. Bitte schön. Der Mythos Dresden, er besteht ohne Frage. Aber worin besteht er? Ist es diese einzigartige Stadt, die diesen Spagat zwischen gestern und heute so fantastisch meistert? Ist es dieser Ort, an dem so viele Gebäude, so viele Orte aneinander liegen, die jedes einzelne einen Besuch wert sind? Sind es die Menschen in Dresden? Oder ist es all das zusammen? Am besten, Sie finden es raus. Kommen Sie nach Dresden, nach Elbflorenz und lassen Sie sich diese Stadt schmecken.